We've had a beautiful time with our worship group. Wir hatten diese schöne Zeit mit unserer Anbetungsgruppe Freudenöl. Freudenöl. And I want to say thank you. Und ich möchte euch Danke sagen. And I'd like to say something which I hope will help you. Und ich möchte etwas sagen, von dem ich hoffe, dass es euch hilfreich ist. There are three ways we come to God. Es gibt 3 Wege, wie wir zu Gott kommen können. With thanksgiving, mit Danksagung, with praise, mit Lobpreis and with worship. Und in der Anbetung. And each of those relates us to a different aspect of God. Und jede der 3 bringt uns mit einem verschiedenen Aspekt Gottes in Berührung. We thank God for His goodness. Wir danken Gott für seine Güte. Because He's so kind. Denn er ist so freundlich. He's done so much for us. Er hat so viel für uns getan. And incidentally, to be unthankful is to be unholy. Und nebenbei undankbar zu sein bedeutet unheilig zu sein. Any unthankful person is an unholy person. Jede undankbare Person ist eine unheilige Person. Then we praise God for His greatness. Und dann preisen wir Gott für seine Größe. The psalmist says, "Great is the Lord and greatly to be praised." Der Psalmist sagt, groß ist der Herr und hoch ist er zu rühmen. Praise is our response to God's greatness. Lobpreis ist unsere Reaktion auf die Größe Gottes. But we worship God for His holiness. Aber wir beten Gott an wegen seiner Heiligkeit. And worship is our response to the holiness of God. Und Anbetung ist unsere Reaktion auf die Heiligkeit Gottes. And both in the Old Testament and in the New. Und im Alten wie im Neuen Testament. Every word for worship describes an attitude of the body. Beschreibt jedes Wort über die Anbetung eine besondere Körperhaltung. For instance, it is to bow the head. Zum Beispiel das Haupt zu neigen, zu beugen. To bow the upper half of the body. Die andere Hälfte des Leibes zu beugen. To stretch out the hands. Die Hände auszustrecken. It's very interesting. The Hebrew word for thank you is directly related to the word for hand. Es ist interessant, das hebräische Wort für Danke hat etwas mit der Hand zu tun, in direkter Weise. When we thank God, we're stretching out our hands to Him. Wenn wir Gott danken, strecken wir unsere Hände aus zu ihm. We also lift up our hands. Wir erheben auch unsere Hände. We also kneel down. Oder wir knien uns hin. But the ultimate act of worship is to go on your face before God. Aber der letztendliche Akt der Anbetung bedeutet, wenn wir auf unser Angesicht vor Gott fallen. And there are very few great men of God in the Bible who did not end on their face before God. Und es gibt nur wenige berühmte Männer in der Bibel, die nicht letzten Endes auf ihrem Angesicht vor Gott lagen. In English we have a hymn that is well known, "Let angels prostrate fall." Im Englischen haben wir diese sehr bekannte Hymne, wo es heißt, dass die Engel ausgestreckt vor Gott liegen. And I look at the people in church who are singing it. Und dann schaue ich mir die Menschen an, die diese Hymne in der Kirche singen. And I think their attitude is that's good enough for angels. Und ihre Einstellung mag sein, das ist jetzt gut genug für die Engel. But don't expect us respectable churchgoers to end on our faces. Aber erwarte doch nicht von uns sehr ehrwürdigen Kirchengängern, dass wir auf unseren Angesichtern da liegen. I would like to look in Isaiah chapter 6. Ich möchte Jesaja Kapitel 6 aufschlagen. Verses 1, 2 and 3. Verse 1, 2, 3. Where we have a picture of worship in heaven. Wo uns ein Bild von der Anbetung im Himmel gegeben wird. There are some heavenly beings called seraphim. Hier gibt es himmlische Wesen mit dem Namen Seraphim. The word seraph is directly related to the word for burning. Das Wort Seraph ist in direkter Beziehung zu dem Wort brennen. So seraphim are burning creatures. So sind diese Seraphim brennende Wesen. They're fiery. Sie sind feurig. So let's look in Isaiah chapter 6 verses 1, 2 and 3. Jesaja 6, 1 bis 3. This is a vision that Isaiah had of what was going on in heaven. Das ist eine Vision von dem, was Jesaja sah, was im Himmel vor sich ging. I'll read it in English, then we'll have it in German. Erst lese ich es in Englisch und dann in Deutsch. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
In dem Jahre, da der König Usia starb, sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen, und seine Säume füllten den Tempel. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Über ihm standen Seraphim. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. That's a picture of heavenly worship. Das ist ein Bild von himmlischer Anbetung. It's important to see what the seraphim did with their 6 wings. Es ist wichtig zu sehen, was diese Seraphim mit ihren 6 Flügeln getan haben. With 2 they covered their faces. Mit 2 bedeckten sie ihre Angesichter. With 2 they covered their feet. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße. What is that? Was bedeutet das? That's worship. Das ist Anbetung. It's an attitude in the presence of God. Das ist eine Haltung in der Gegenwart Gottes. With the remaining 2 wings they flew. Und mit den 2 übrig bleibenden Flügeln flogen sie. So with 4 wings they worshipped. Mit 4 Flügeln beteten sie an. And with 2 wings they flew. Und mit 2 Flügeln flogen sie. They served. Sie dienten. Notice the proportion. Stellt euch jetzt dieses Verhältnis vor. Worship takes twice as much as service. Anbetung verlangt 2-mal so viel wie Dienst. It's twice as important as service. Es ist 2-mal so wichtig wie Dienst. I personally believe that Christian service is only acceptable when it comes out of worship. Ich glaube persönlich, dass christlicher Dienst nur annehmbar ist, wenn er aus der Anbetung entspringt. And we should give twice as much time to worship as we do to service. Und wir sollten 2-mal so viel Zeit für die Anbetung verwenden als für Dienst. And then they spoke with their mouths. Und dann sprachen sie mit ihren Mündern. And they used the same word 3 times. Und sie gebrauchten das gleiche Wort 3-mal. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. What is emphasized most in heaven? Was am meisten im Himmel betont wird, It's the holiness of God. ist die Heiligkeit Gottes. I personally like to think of that as the triune God. Persönlich liebe ich es, mir das so vorzustellen, den dreieinigen Gott. Holy is the Father, Heilig ist der Vater, holy is the Son, heilig ist der Sohn and holy is the Spirit. und heilig ist der Geist. When a thing is said twice in the Bible, it's always important. Wenn etwas 2-mal in der Bibel erwähnt wird, ist es immer wichtig. But when it's said 3 times, it's the most important of all. Wird es 3-mal erwähnt, dann ist es allerwichtig. The most important thing we need to know about God is His holiness. Und das Wichtigste, was wir über Gott wissen müssen, ist, dass er heilig ist. What does holiness mean in our lives? Was bedeutet dann Heiligkeit in unserem Leben? And this is very hard to teach. Und das ist sehr schwer, anderen Menschen zu lehren. Because the natural mind does not easily receive this. Denn der natürliche Verstand kann das nicht so leicht aufnehmen. We always go back to thinking about a set of rules. Wir gehen immer wieder zurück in unserer Gedankenwelt und meinen, das ist ein Satz Regeln. But that is not what holiness is. Aber das hat mit Heiligkeit nichts So zu now I'm tun. going to try and tell you what it is. So möchte ich nun versuchen, euch zu sagen, that is was not Heiligkeit easy. ist. Und das ist nicht leicht. Let's look in 2 Corinthians chapter 6, Wir wollen 2. Korinther Kapitel 6 aufschlagen. verse 17 Vers 17. through chapter 7, verse 1. 2. Korinther 6, 17 bis nach Kapitel 7, 1 hinein. And remember, the chapter divisions are not in the original text. Und denkt daran, diese Kapiteleinteilungen waren nicht